So, wir sind wieder unterwegs. Wir fliegen heute von Bangkok nach Krabi und wir sind am Bangkoker Flughafen BKK, glaube ich, eines der größten Flughafen hier in Thailand. Wir sind gerade in der Lounge The Coral Executive Lounge. Die Lounge ist vor der Security, das heißt, ihr werdet so eine Kontrolle haben mit euren Tickets und dann geht ihr ein bisschen und dann sind es ungefähr, keine Ahnung, 500 Meter, bis ihr dann sozusagen vor dem ersten Check-in dann zur Lounge kommt. Ganz, ganz wichtig, die Lounges sind alle vor dem Security-Check. Das heißt, ihr müsst dementsprechend auch das mit einplanen. Nicht, dass ihr durch den Security-Check geht, denn dahinter ist einfach gar nichts mehr. So, kommen wir zu unserem ersten Punkt, der Check-in. Also der hat relativ einfach funktioniert, war auch eigentlich recht gut ausgeschildert, das Ganze, von dem Check-in bis hin zur Lounge. Das haltet euch einfach nach den ganzen Schildern Airline-Lounges. Da ist auch diese Coral-Lounge ausgeschildert. Ich finde das relativ einfach und dafür finde ich, das wirklich sehr einfach zu finden war. Ein Punkt, bitte denkt aber, dass das Ganze vor dem Security-Check ist. Atmosphäre und Design. Also ich glaube, ihr seht das selber, es ist mega cool. Es gibt hier bei Pflanzen, die Sonne strahlt rein. Es ist so ein bisschen spielerisch, so ein bisschen wie ein Restaurant aufgebaut. Das Ganze ist wirklich so, zwar künstliche Pflanzen hier, aber es sieht gar nicht danach aus. Es ist mega cool. Halt so wie ein kleines Café, irgendwie in Paris irgendwo. So nach dem Stil ist es hier aufgebaut. Aber für Atmosphäre und Design, finde ich, dafür gibt es einen ganzen Punkt. Kommen wir nun zu unserem dritten Punkt, Sitzmöglichkeiten. Ihr seht gerade, ich sitze hier in einer echt gemütlichen Sofa. Es gibt hier auch Stühle, es gibt hier auch Hochsitze oder auch Stehtische. Also eine riesen Auswahl, dafür von meiner Seite aus wirklich eine gute Auswahl, deswegen auch ein ganzer Punkt von mir. Kommen wir nun zum vierten Punkt, Ruhe- und Lärmpegel. Ihr hört es vielleicht selber, es ist relativ laut hier. Also es ist weder abgeschirmt oder ähnliches. Von daher, es ist so ein bisschen schon abgegrenzt von dem Ganzen, von der Terminal, aber es ist eher so, wie soll ich sagen, offen. Also nach oben hin ist es offen, da zeige ich euch gleich mal ein paar Szenen. Deswegen, man hört die ganzen Lautsprecher durchsagen, allem drum und dran. Also zur Ruhe kommt man hier nicht, deswegen 0,5 Punkte von meiner Seite aus. Essen und Getränke, ich glaube wirklich eines der besten Lounges hier. Einen kleinen Nachteil gab es hier, das erzähle ich euch gleich. Essen ist hier wirklich Bombe. Also es gibt eine riesen Auswahl an Suppen, an frischen Gerichten wie Nudel, Reis, Chicken gebraten, Chicken mit irgendwelchen Soßen, Salate, Obst, Gemüse, also wirklich in allerhand an Sachen. Getränke, auch ganz richtig fancy, denn du kannst dir Cocktails bestellen. Also richtig coole Cocktails, Martini zum Beispiel, also Gin-Basis basierende Cocktails. Da kannst du dir kostenlos bestellen, kannst du jederzeit wiederholen, Kaffee etc. Und das Schöne ist, die bringen dir das Ganze. Das heißt, hier läuft die ganze Zeit eine Servicekraft, die kommt zu deinem Tisch, bringt deine Getränke wie Cocktails und Bier. Das Einzige, was sie hier nicht haben, und das ist der kleine Kritikpunkt, das ist aber nicht schlimm, eher was für die Weintrinker. Wein gibt es hier einfach nicht. Das bieten die hier nicht an, aus unterschiedlichen Gründen, warum auch immer. Aber haben die einfach nicht. Aber dafür, wie gesagt, die Cocktails und Bier, ich glaube 2, 3, 4 Sorten Bier, das reicht völlig aus. Deswegen für Essen und Getränke wirklich eine volle Punktzahl. Ein Punkt. Kommen wir nun zum Service. Ja, wie schon gesagt, also Service ist ja wirklich Bombe. Die haben hier so viele Leute, wie ich glaube ich noch nie gesehen habe. Was auch sehr, sehr interessant ist, es kommen viele aus den Philippinen. Das heißt, die haben hier anscheinend eine Erlaubnis oder als einzige eine Erlaubnis, hier in Thailand zu arbeiten, die dann aus den Philippinen sind. Sehr, sehr interessant, da habe ich mich so ein bisschen unterhalten mit denen. Sie als einzige hier sozusagen die Erlaubnis dafür, hier in der Lounge hier zu arbeiten und aus den Philippinen zu sein. Deswegen sehr, sehr interessant. Und für den Service gibt es von mir auch eine volle Punktzahl. Deswegen ein Punkt auch für den Service. Sauber ist es allemal, denn Hygiene wird hier ganz groß geschrieben. Die machen hier wirklich die ganze Zeit sauber. Hier läuft die ganze Zeit jemand rum. Die Tische werden nach jedem Gast hier desinfiziert, sauber gemacht, immer aufgeräumt, also wirklich clean. Hygiene ist hier wirklich einwandfrei. Auch beim Buffet, an der Bar, egal wo du bist, es ist wirklich sehr, sehr sauber. Deswegen von meiner Seite auch ein voller Punkt für Hygiene und Sauberkeit. Kommen wir nun zu den Arbeitsmöglichkeiten. Die Arbeitsmöglichkeiten sind hier so ein bisschen, wie soll ich sagen, schwieriger, denn es gibt so keine richtigen Arbeitsplätze oder ähnliches, sondern eher so, wie soll ich sagen, Steckdosen an den jeweiligen Lounges. Also so einen richtigen Arbeitsplatz, so wie man das aus anderen Lounges kennt, dann gibt es das eher nicht. WLAN ist aber gut. Die Steckdosen gibt es fast überall. Einige Steckdosen machen ein bisschen keinen Sinn, weil die gegenüber von der Lounge sind, also da wo man sitzt.
Aber sonst ist das ganz okay, sage ich mal. Wenn man seinen eigenen Laptop hat, kann man den überall anschließen, beziehungsweise halt nicht, wenn man nicht laden muss. Aber so einen richtigen Arbeitsbereich, wo man dann auch vielleicht reden kann, ungestört dann vielleicht einen Teams-Call hat oder ähnliches, hat man jetzt nicht. Deswegen von meiner Seite aus für den Punkt Arbeitsbereich leider nur einen halben Punkt. Kommen wir nun zu den Unterhaltungsmöglichkeiten. Es gibt ja ehrlich gesagt leider nichts. Außer man hat seinen eigenen Laptop über sein eigenes Handy. Also es gibt weder Zeitschriften noch irgendwie Fernseher oder irgendwas anderes für die Kinder oder ähnliches. Also das gibt es hier wirklich nada niente. Ich glaube, das ist platztechnisch, auch gar nicht anders möglich. Deswegen von meiner Seite aus für Unterhaltungsmöglichkeiten leider 0 Punkte. Kommen wir nun zum Punkt 10. Es gibt leider keine Duschen. Das ist das Einzige, was vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt ist. Aber es ist ja auch eher dann der Flughafen für die nationalen Flüge. Es gibt aber eine besondere Annehmlichkeit. Es gibt eine Person, die hier die ganze Zeit rumläuft und nach Massagen fragt. Das, was ich verstanden habe, das war kostenlos. Also man kann es kostenlos nutzen. Man gibt ja halt ein Trinkgeld. Also ist schon cool. Spa oder Schlafmöglichkeiten oder wie gesagt Duschen gibt es hier nicht. Deswegen von meiner Seite aus da nur einen halben Punkt für die Möglichkeit, halt eine Massage zu bekommen von einer Frau, die halt die ganze Zeit hier rumläuft und dann dich massieren kann am Platz. Und dann noch eine kleine Ergänzung. Die Toiletten hier. Die Toiletten sind leider nicht in der Lounge. Das heißt, du musst leider einmal rausgehen und dann irgendwie vor McDonald's oder sowas hier an die öffentlichen sozusagen Toiletten. Das ist leider nicht so cool gelöst, finde ich persönlich, weil Lounge ist aber doch ein anderes Gefühl, auf Toilette zu gehen, als jetzt irgendwie auf den öffentlichen Toiletten. Deswegen da auch ein kleiner Kritikpunkt. Ja, Aussicht. Ihr seht hinter mir, es ist kein Flugzeug zu sehen. Ihr wisst ja, ich bin ja eher derjenige, der dann sagt, so, okay, Flugzeuge wäre schon cool zu sehen. Deswegen, ein cooler Garten, schon ganz cool. Aber dafür die Aussicht, weil ich finde immer, so ein Flughafen gehören immer Flugzeuge, die muss man sehen, Start, Landebahn, das ist so mein Ding. Aber auch ein bisschen Geschmackssache, klar. Deswegen für die Aussicht und Lage nur einen halben Punkt, weil das doch schon alles sehr weitläufig ist und schon, soll ich sagen, noch nicht so das Flughafen-Feeling. Das ist wie gesagt eher ein französisches Café, was man hier dann eher antrifft, als wirklich am Flughafen zu sein. Deswegen für Aussicht und Lage nur einen halben Punkt. Kommen wir nun zu unserem letzten Punkt für heute, Wartezeit bis zum Boarding. Wie schon am Anfang erwähnt, man muss hier tatsächlich erst die Lounge besuchen, dann geht man zum Security-Check und dann geht man erst zum Gate. Ich glaube, das wird noch eine gewisse Zeit dauern, deswegen da nur einen halben Punkt, weil man kann nicht direkt aus der Lounge direkt dann da hingehen zum Gate. Das finde ich ein bisschen, blöd im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen da nur ein halber Punkt. Also kommen wir zur Gesamtbewertung. Insgesamt gibt es 8,5 Punkte. Gründe dafür habt ihr von mir erfahren. Es gibt ein paar kleine Kritikpunkte, wie zum Beispiel so ein paar Annehmlichkeiten, die es halt in anderen Lounges gibt. Auch die Toiletten und sowas. Ein paar Kleinigkeiten sind das wirklich nur Details. Aber ich glaube, es ist anders einfach hier nicht möglich. Deswegen insgesamt 8,5 Punkte für eine wirklich sehr, sehr gute Lounge, die eigentlich viel, viel mehr verdient hat, weil das erste Service wirklich einwandfrei ist, wirklich sehr, sehr gut ist. Und auch das ganze Ambiente hier, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Aber es gibt nicht mehr Punkte für die einzelnen Punkte, deswegen nur 8,5 Punkte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es um die Welt geht. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten, abonniert uns und bis zum nächsten Mal.